uns in die Magiesee. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Wer uns schafft, kein Moment vergeht. Die Gaming Community, unsere Bande eins. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peru Plays, frisch von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja, ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ich bin der Peru und wir zocken heute wieder Cluedo oder Clue, wie es auch so schön heißt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Mitraten und Mitermitteln. Haben wir schon jetzt länger nicht gespielt. Ich habe da mal wieder Bock drauf. Leute, wenn jemand mal Lust hat, mit mir eine Online-Runde zu spielen, meldet euch gerne bei mir. Ich bin da immer gerne für eine Partie zu haben. Ja? Für die Freunde, wir wollen gar nicht lange rummachen. Wir suchen uns ein Online-Spiel. Und ich hoffe mal, dass heute einige unterwegs sind. Matchmaking. Na, probieren wir mal Matchmaking. Ich war jetzt länger nicht drin. Müssen wir gucken. Genau, wir bleiben mal hier. Mr. Green. Oh. Nee, Moment. Nee, wir machen mal den Oberst von Gato hier, den älteren gesetzten Herrn. Das passt zu mir. Okay. So, wir warten auf Ibrahim. So, wir spielen ganz klassisch im Tudor Herrenhaus. Ja, das ist eben halt online immer so eine Sache, ne? Viele springen dann unterwegs mal wieder ab. Ja, was sollst du machen? Okay. So, meine Damen und Herren, wir sind zurück im Herrenhaus und ein grausamer Mord wird geschehen, den wir aufklären müssen. Ja, los geht's. Aber so lange nicht mehr gespielt, ich hoffe, ich bin da noch so ein bisschen drin. So, das waren unsere 3 Hinweiskarten. Das sind die Karten, die wir schon haben, okay. Also wir können uns selbst schon mal ausschließen, wir sind definitiv nicht der Täter. Jess beginnt das Spiel. Okay, let's go. Moment, sind wir nur 3 Spieler? Sind die anderen, haben die sich verkrümelt? Das ist ja richtig übel. Leute, macht sowas nicht, wenn ihr online spielen wollt. Zieht die Partie durch. Was habt ihr zu verlieren? Was soll dieses Rumgehopse? Okay. Jess macht einen Vorschlag. Gut, da können wir schon mal sagen, ich war es nicht. Das verraten wir ihr aber noch nicht. Wir sagen ihr, wir müssen ihr ja irgendwas sagen. Ja, das Musikzimmer, komm. Okay, Daily Boot ist am Zug und ich bin gespannt. Ja, das wird dann leider eine ziemlich kurze Partie hier, die erste Runde. Mit 3 Leuten sollte das eigentlich relativ schnell gehen. Was ich auf jeden Fall hier in der aktualisierten Fassung von Cluedo schöner finde, ist die Bewegung durch das Haus in 3D. Im Classic ist das ja noch so ein bisschen eher zweidimensional. Ist hier auf jeden Fall schöner gemacht. So, lass uns mal gucken. Musikzimmer können wir schon mal ausschließen. Da sind wir jetzt. Aber wir könnten Küche oder Wintergarten schon mal inspizieren. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Wintergarten. Okay. So, lass mal gucken. Was fällt hier raus? Dolch? Nein. Heizungsrohr? Nein. Rohrzange? Auch nicht. Ja, es bleibt nicht viel. Leuchter, Pistole oder Seil. Wir arbeiten uns da, wir tasten uns da jetzt mal ran. Ich nehme jetzt mal den Leuchter. Wir gehen das mal von oben durch hier, ganz oldschool. Verdächtiger. Wir wissen, wir waren es nicht. Wir wissen, es war auch nicht Mr. Green. Ja, wir gehen ja einfach der Reihe. Wir haken die einfach ab. So. Wir sagen, es war Ports mit dem Leuchter im Wintergarten. Mal sehen, vielleicht haben wir einen Treffer. Okay, den Leuchter können wir schon mal knicken. Ja, also für eine Anklage ist das jetzt ein bisschen wenig, ne? Also es kann immer noch die Port sein.
Es kann auch immer noch der Wintergarten sein. Wir wissen da noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber wir haben schon mal ganz gut aufgeräumt hier mit den Waffen, ne? Also wir haben entweder Pistole oder Seil. Das wird das erste sein, was wir hier fix machen können. Mit dem Wo, glaube ich, wird das Problem. Wir haben zu viele Räume noch, zu denen wir keine Hinweise haben. So. Sie meint, es war weiß mit der Rohrzange im Wintergarten. Ja, die Rohrzange haben wir. Ja, die müssen wir jetzt preisgeben, weil was anderes haben wir nicht mehr. Okay. Das hat uns jetzt alle, glaube ich, nicht so viel weitergebracht. Also nicht wirklich, dass wir was rausstreichen konnten von der Liste. Mist. Und wir sind wieder im Musikzimmer. Übrigens, Leute, nicht vergessen, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr Spaß habt, freut mich das. Aber gönnt mir auch ein bisschen Spaß und ein bisschen Liebe, ne? Gerne Daumen hoch, Glocke läuten und abonnieren, Leute. Dankeschön. So, Weiß beschuldigt dich selber, dass sie es mit dem Leuchter im Musikzimmer war. Gut, das Musikzimmer hatten wir eigentlich, denke ich, schon geklärt, aber okay. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt... Nee. Keine Anschuldigung. Womit auch? Womit? Okay, dann würfeln wir mal schnell. Eine 5. Das könnte... Warte mal. Das könnte immer noch der Wintergarten sein. Ich bin am Überlegen, ob wir hier bleiben. Nee, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Lass mal überlegen. Wir verdächtigen jetzt mal die Gloria. So. Und wir sagen mal, es war die Pistole. Bam. Oh. Okay. Gloria können wir ausschließen. Das ist immerhin schon mal etwas. Damit können wir schon mal arbeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns ziemlich lange... Oh. Oh, wir wissen, Moment. Der Wintergarten war es tatsächlich. Das ist mir jetzt fast entgangen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier ziemlich lange nicht gespielt. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mal Lust habt auf eine Online-Partie, lasst es mich wissen. Ne, dann können wir mal zusammenspielen. Muss nicht unbedingt zwangsläufig im Stream sein, aber ich denke, da werden wir sehr viel Spaß bei haben. Okay. Weiß mit dem Dolch im Wintergarten. Ja gut, den Dolch, ja, das bringt uns nichts. Das wissen wir ja schon lange, dass der Dolch es nicht ist. Sie wusste es noch nicht, aber... Ja. Ah, hier haben wir schon ein Kreuz, dass sie nicht die Pistole hat. Die Chancen steigen für das Seil hier. Oh, Madame nimmt die Abkürzung. Okay. Im Salon. Hat die noch nicht mitbekommen, dass der Wintergarten der Tatort sein muss? Wieder die Vermutung mit der Rohrzange. Also entweder hat hier jemand nicht aufgepasst oder hat einfach mal so ins Blaue getippt. Okay. Wir sind dran. Hoffentlich würfen wir jetzt was Vernünftiges hier. Na, obwohl eigentlich ist eigentlich egal, weil wir bleiben im Wintergarten. Wir bleiben einfach im Wintergarten. Blumen hatten wir noch nicht verdächtigt. Das machen wir jetzt mal. Und das Seil lacht mich gerade so an als Tatwaffe. Okay. Let's do this. Okay. Blumen ist es nicht. Es müssen Ports oder Weiß sein, also Tendenz mehr zu Ports.
Pistole und Seil können es beide immer noch sein. Ach komm jetzt. Als hätten wir nicht schon genug zu knabbern hier. Ich glaube, die Ports hat jetzt geschnallt und begriffen, dass das der Wintergarten sein muss. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum die hier wieder aufschlägt. So, sie verdächtigt sich selber mit der Pistole im Wintergarten. Weiß hat keinen Hinweis. Ha. Ich habe das Gefühl, das war Ports. Ist nur so ein Gefühl. Wir lassen Weiß jetzt erstmal ziehen und dann schauen wir mal weiter. Aber Weiß ist irgendwie immer noch wirklich völlig neben der Spur mit dem Raum. Die müsste doch jetzt auch gesehen haben, dass das nicht sein kann. Okay, Ports hilft weiter. Was zeigt sie? Nichts, womit wir etwas anfangen können. Okay. So, einfach, dass wir mal ein bisschen Bewegung kriegen. Gegen wir mal ins Musikzimmer mal ein bisschen Szenenwechsel hier. Einfach mal so aus Gag. Wir wissen ja, dass es der Wintergarten ist. Ich erhebe nochmal Verdacht gegen Ports. Mit der Pistole. Ja. So. Irgendwann muss sie ja mal damit rausrücken. Oder Weiß. Okay, Ports war es nicht. Es muss Weiß sein. Dann machen wir hier schon mal ein Zeichen. Ja, das ist doch mal ein ganz wichtiger Hinweis. Jetzt haben wir den Raum. Wir haben die Person. Jetzt fehlt uns nur noch die Tatwaffe. Und jetzt können wir nur noch hoffen, dass die anderen beiden da nicht so schnell drauf kommen. Okay, Gloria mit dem Heizungsrohr im Wintergarten. Das Heizungsrohr ist eigentlich uns auf jeden Fall schon bekannt. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich muss echt mal für uns so diese Add-ons mal holen mit den anderen Tatorten. Die reizen mich schon so ein bisschen. Da gibt es ein paar nette Sachen, so eine Polarstation oder so ein Kurhotel. Ist sehr nice gemacht. Auch mit neuen Charakteren. Ne, das wäre mal ganz nett für so ein bisschen Abwechslung. Wir werden auch demnächst mal wieder die Classic-Variante spielen mit der Oldschool-Grafik. Die hat auch was. Ja, ist nicht dreidimensional. Aber gerade das Comichafte hat da auch so seinen Reiz. Ne? Guti. Dann, ich sag da jetzt nichts mehr zu meiner Person. Ich sag jetzt nur noch, der Dolch war es nicht. Keine Anschuldigung, okay. Dann will ich mal hoffen, dass wir jetzt in den Wintergarten zurück können. Wir können jetzt eigentlich nur hoffen, dass einer sich jetzt verplappert hier. So, wir wissen, es ist Fräulein Weiß. Und wir wissen, es kann nur Pistole oder Seil sein. Wir tippen jetzt nochmal auf die Pistole. Ja, hier. Beide sagen, sie haben die Karte nicht. Das heißt... Ja. Okay, es ist die Pistole. Ich glaube... Ich werde eine Anklage erheben. Okay. Wir bleiben dabei. Wir werfen das, wir hauen das jetzt so raus. Für mich gibt es auch keinen Zweifel. Wir haben ja auch die Beweise hier vorliegen. Es war Weiß. Fräulein, Frau, Weiß, wie auch immer, mit der Pistole im Wintergarten. Und jetzt erheben wir Anklage. Daumen drücken.
Trommelwirbel. Jawohl, unser erster Fall ist geknackt. Okay, hören Sie sie ab. Sehr schön. Das gibt ordentlich Punkte. Freut mich immer. Sehr schön. So, was sagen denn unsere Fallakten? Da haben wir immer Aufgaben. Schlage eine Zimmerkarte vor, die du 10-mal hast. Da haben wir schon 6 von 10 Punkten. Wir haben hier alle Fallaufgaben abgeschlossen. Eigene Waffe 10-mal vorschlagen. Das müssen wir bei Zeiten nochmal machen. Und alle verdächtigen Aufgaben haben wir auch abgeschlossen. Ja, soweit. So gut. Mal gucken. Haben wir hier was Neues? Sieht jetzt nicht so aus. Deshalb würde ich sagen, versuchen wir doch mal in eine Online-Partie zu kommen und hoffen wir mal, dass ein paar mehr hier im Spiel bleiben. Oder wir erstellen selber ein Spiel. Warte. Ja, wie gesagt, hier gibt es noch so schöne Maps, sage ich jetzt mal. Viper Resource, das Wellness Hotel, Flüsternde Kiefern, auch schöner Name. Und was mich reizt, ist hier tatsächlich auch die Polarforschungsstation. Ist jetzt schon, glaube ich, einer meiner Favorites. Also eins von denen wird es demnächst auf jeden Fall werden. So, Spieltyp, ja, wir machen das klassische Cluedo, wie auch immer. So. Anzahl der Spieler. Wir versuchen mal 6 zusammenzukriegen, dass hier auch ein bisschen, ja, Spannung aufkommt. Ne? So ein bisschen. So, vielleicht sollten wir uns auch bereitstellen. Genau. Der sieht so ein bisschen aus hier wie The Rock, Dwayne Johnson, oder? Oder Jason Statham mit ein paar Kilos zu viel. Würde auch passen. Das ist auf jeden Fall einer der Kollegen aus den anderen Packs. Okay. 3, 2, 1, meins. Ich hoffe, alle sind dabei geblieben. Dann dürfte es jetzt dann doch ein bisschen spannender werden. Und vor allen Dingen auch die Partie dürfte ein bisschen länger werden. So, hier kommen unsere Hinweiskarten. Und jetzt haben wir natürlich auch deutlich weniger Hinweise. Wir wissen, es war nicht das Heizungsrohr. Und 2 Tatorte können wir ausschließen. Nämlich die Küche und die Bibliothek. Los geht's. Ja, ist nicht weit gekommen. Die kann noch gar nichts machen. Ich hoffe mal, Gray hat mehr Glück, dass das Spiel hier ins Rollen kommt und wir die ersten Verdächtigungen aussprechen können. Der kommt auch nicht in einen Raum rein. Das gibt's doch nicht. Mal sehen, ob Frau Ports mehr Glück hat. Doch nicht, die kommen alle nicht in die Räume rein. Er könnte es schaffen hier. Mr. Green alias Glide. Oder? Gerade bis vor die Tür hat er es geschafft. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Das macht mich fertig. Aber wenigstens sind wir nah dran an der Bibliothek und dem Arbeitszimmer.
Das ist das, was ich meinte, ne? Mit 6 Spielern zieht sich das deutlich länger als mit 2 oder 3. Weil die Züge länger dauern, weil man weniger selbst Hinweiskarten hat. So, aber jetzt in der zweiten Runde sollten eigentlich alle in irgendeinen Raum kommen. Okay. Wir sind im Musikzimmer. Wir sind wirklich in einem Zimmer. Okay. Hier kommt der erste Verdacht. War es Gray mit dem Dolch im Musikzimmer? Gray kann helfen. Aber womit? Er muss eine Karte gezeigt haben, die wir kennen. Weil ich sehe hier keinen Eintrag. Ich muss jetzt wirklich darauf achten, hier wieder auch Notizen zu machen. Nicht, dass ich den Fehler mache, wie viele andere Spieler, die keine Notizen machen. So, also, Hyacinth meint, nicht Hyacinth, unser Lemon Club hier meint, es war Hyacinth mit der Pistole im Musikzimmer. Gloria hat einen heißen Tipp. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Hyacinth mit der Pistole im Musikzimmer. Die Frage ist jetzt wie immer, kann sie die entsprechenden Karten haben? Und haben wir das schon auf dem Zettel? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, Gloria ist hier. Sie meint, es war Hyacinth mit der Pistole im Musikzimmer. 2 sagen, sie haben die Karte hier nicht. Also es ist tatsächlich noch möglich. Also deshalb mache ich hier mal tatsächlich mal, weil das ist durchaus alles 3 noch möglich, mache ich mal ein Fragezeichen. Das Musikzimmer ist auf jeden Fall noch im Rennen. So, Ports beschuldigt Grün, mit dem Seil im Speisezimmer den Jürgen gewürgt zu haben. Ja. So, Green. Sagt, er kann helfen. Jetzt lassen wir uns mal schauen hier bei Green. Green könnte tatsächlich die eigene Karte haben. Die könnte er gezeigt haben. Seil könnte er haben. Na, er könnte alles davon haben. Ja, wir sind noch am Anfang dieser Partie. Deshalb, hier ist noch sehr viel möglich. Also nicht sehr viel, sondern eigentlich alles. Oha, der wird jetzt aber richtig mobil, der Kollege. Es geht in die Halle. So, Entschuldigung, ich habe gerade was im Hals. Hier plagt mir schon den ganzen Tag. Das ist die Klimaanlage, glaube ich. So, also. Der gute Green, oh, der verdächtigt uns. Wir sollen es gewesen sein mit dem Seil in der Halle. Gloria hätte da einen Hinweis. Schauen wir mal, was sie hat. Sie könnte theoretisch meine Karte haben. Ebenso das Seil. Und die Halle. Hier haben wir schon eine Doppelnennung übrigens.
Green könnte das Seil haben, ebenso wie Gloria. Hm. Ja, da überlegt gerade jemand mal so ein bisschen länger. Ja, ist aber auch völlig okay. Ne? Manchmal muss man sich in dem Spiel wirklich die Zeit nehmen. Ja. Können wir... Ach so, wir sind auch in der Halle. Stimmt, hatte ich vergessen. Wenn wir verdächtigt werden, wechseln wir ja automatisch an den Ort, wo wir verdächtigt werden, etwas getan zu haben. Wir bleiben deshalb auch gleich mal in der Halle. Dann können wir das gleich mal baldowern und austesten hier. Wer wurde denn noch gar nicht verdächtigt? Wir nehmen mal die Gloria. Und, was ist noch gar nicht genommen worden? Der Leuchter. Okay, mal sehen, was die Kollegen dazu sagen. So, Mandy kann mir nicht helfen. Cockity hat die Halle, die können wir also schon mal streichen. Die Halle war es nicht. So, dann können wir hier schon mal das Fragezeichen wieder wegnehmen. Ja, für eine Anklage reicht das nicht, also beenden wir mal die Runde. So, Mandy alias Gloria ist am Zug. Wo geht es hin? Wir bleiben in der Halle. Stimmt, da war sie auch. Wir hatten sie ja da hergeholt, wegen der Verdächtigung. Ja, tut mir leid, Leute, wenn meine Stimme gerade ein bisschen brüchig ist. Ich habe hier voll im Hals gerade das Kratzen. So, Hyacinth kann helfen. So, sie verdächtigt Ports, mit der Pistole in der Halle den Mord begangen zu haben. So. Okay, Hyacinth, was hast du? Vielleicht. Ports. Könnte sie haben, die Karte? Sie könnte auch noch die Pistole haben. Das ist jetzt der zweite oder die zweite Person, die die Pistole haben könnte. Ja, die Halle ist es nicht. Das wissen wir. Also können wir das hier schon mal alles knicken. Also sie hat entweder Ports, die Karte, die Personenkarte, oder die Pistole. Eins von beiden. Okay, weiter geht's im Billardzimmer. Ich bin mal gespannt. So, war es Ports mit dem Dolch im Billardzimmer? Bis jetzt winken alle ab. Okay, Green kann helfen. Lass uns mal gucken. Was könnte der haben? Ja, Ports könnte er haben. Den Dolch könnte er haben. Billardzimmer könnte er auch haben. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass er das hat. Schauen wir mal. Oh. Pasch. 12. Ja, damit kann man gut durch die Gegend laufen. So, auch er kommt ins Billardzimmer. Ja, er scheint denselben Verdacht zu haben wie ich. Interessant. Okay, er verdächtigt auch mich. Mit dem Dolch soll ich es gewesen sein, hier im Billardzimmer. Ports winkt schon mal ab, die hat nichts. Keiner bietet was an, oder wie? Lass mal kurz gucken. Nee, doch, Ports kann anbieten. Also sie kann meine Karte haben. Was haben wir? Den Dolch. Den hat sie nicht. Das Billardzimmer hat sie auch nicht. Stopp.
Moment. Sie hat das Billardzimmer nicht, sie hat den Dolch nicht. Das heißt, Ports hat meine Karte. Und damit wissen wir auch, ich war es nicht. So. Dann, können wir das hier schon mal rausnehmen und mich hier mal streichen. Ja, so langsam komme ich wieder in Fahrt hier. Okay, also irgendwie haben die sich jetzt alle auf das Billardzimmer versteift hier. Ich meine, das Musikzimmer ist ebenso verdächtig, immer noch. Ja. So, okay. Ports beschuldigt Grün mit dem Heizungsrohr im Billardzimmer. Das Heizungsrohr, ja, das haben wir, das müssen wir jetzt auch zeigen. Hilft nix. Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt schon eine Anschuldigung gibt. Also da überlegt jemand. Ich denke mal, sie hat sich wohl Notizen gemacht hier, um, genauso wie ich hier, das Ganze im Blick zu behalten. Ich kann euch nur empfehlen, macht euch diese Notizen oder schreibt auf dem Blog mit, damit ihr keinen Hinweis verpasst. Beziehungsweise macht euch mal einen Plan, dass ihr versucht, alle Räume auch zum Beispiel abzugehen. Einfach um alle Möglichkeiten irgendwie logisch ausschließen zu können. So, da sind wir mal wieder im altbekannten Wintergarten. Da waren wir in dieser Runde noch gar nicht. Das ist gut, vielleicht kriegen wir dadurch gleich einen wichtigen Hinweis auf den Tatort. So, verdächtigt wird Gray mit dem Dolch im Wintergarten. Gibt es einen Hinweis? Wenn dann von Bertbeest oder Gleit. Gray kann helfen. Moment. Ja, er könnte durchaus seine eigene Karte haben. Das kann sein. Den Dolch kann er nicht haben. Aber den Wintergarten. Also er hat entweder seine eigene Karte oder den Wintergarten. Warte mal. Der Dolch ist hier viermal ausgeschlossen worden. Das heißt, entweder hat ihn keiner oder Gleit hat ihn. Nee, ich mach den Haken noch nicht. So, damit sind wir auch wieder am Zug. So, wir sind im Billardzimmer. Puh, ja, hier ist richtig Highlife, ne? Musikzimmer, Billardzimmer, Wintergarten. Nun entschlossen. Wir sind schon im Billardzimmer. Gehen wir ins Musikzimmer. Ist auch ein bisschen ruhiger, ne? Da ist jetzt nicht so viel los. Lungern alle im Billardzimmer rum. Okay, lasst uns mal gucken, was wir haben und was am verdächtigsten wirkt aktuell. Also uns können wir, wie gesagt, komplett hier aus der Nummer rausnehmen. Am wenigsten wissen wir über Green. Deshalb möchte ich den eigentlich jetzt gerne als Verdächtigen nehmen. Der Dolch. Das würde ich gerne wissen. Ob Green, beziehungsweise Gleit in dem Fall, diese Waffe hat. Deshalb nehme ich jetzt nochmal den Dolch. Irgendjemand muss doch irgendwas wissen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Okay. Das Musikzimmer ist raus. Sehr gut. Können wir hier schon mal ganz schnell Fragezeichen weg. Was hat sie noch? Gloria. Green könnte sie haben. Und den Dolch natürlich nicht. Okay, machen wir mal weiter.
So, ja gut, die Halle konnten wir eigentlich schon ausschließen. Deshalb hoffe ich mal, dass wenigstens ein anderer Hinweis dabei rumkommt, was die Person oder die Waffe betrifft. So, Hyazinth wird jetzt verdächtigt. Mit dem Dolch in der Halle und sie kann uns auch weiterhelfen. Ja, sie könnte ihre eigene Karte haben. Das ist möglich. Den Dolch natürlich nicht. Die Halle hat sie. Also es kann sein, dass sie die Halle nochmal gezeigt hat. Es kann aber auch sehr gut sein, dass sie ebenfalls ihre eigene Karte hat. Das wissen wir noch nicht. Ja, ist jetzt leider nicht so viel bei rausgekommen, wie ich mir eigentlich erhofft hatte. Aber man merkt deutlich, das Spiel macht viel mehr Spaß mit 6 Spielern. Man ist auch länger dran, man muss mehr knobeln. Macht gleich viel mehr Spaß. Oh, sie ist vor der Tür verendet. Das war nichts. Hoffen wir mal, dass Lemon Cup hier mehr Glück hat. Eine 10. Aber damit kommt man weit rum hier im Haus. Okay. Wieder das Billardzimmer. Jetzt wollen sie es aber wissen hier. Okay. Wieder mal Hyazinth im Verdacht. Mit der Pistole. Diesmal im Billardzimmer. Keiner hat einen Hinweis. So. Hyazinth kann helfen. Aber, was wichtig ist, die anderen haben nicht nichts gesagt, sondern sie haben diese nicht. Beziehungsweise Hinweise nicht. Das heißt, wir haben einige neue Kreuze hier. Was heißt... Ja, kann Hyazinth noch das Billardzimmer auch noch haben? Pistole, da hatten wir jetzt schon zweimal den Hinweis, die Möglichkeit, dass sie es hat. Das bringt mich jetzt nicht so weiter, wie ich mir gewünscht hätte. Mist. Das ist noch alles zu wenig, um Rückschlüsse zu ziehen. Also wirklich endgültige Rückschlüsse. Aber man merkt, dass man hier doch relativ erfahrene Spieler in dieser Runde haben. Was die Sache natürlich interessanter macht. Weil die Partie länger wird. Weil nicht jeder gibt alles preis, was jetzt wirklich in dem Moment wichtig wäre, um das zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. So, Ports verdächtigt grün mit dem Leuchten in der Bibliothek. Bibliothek können wir schon mal ausschließen. Das zeigen wir jetzt auch, müssen wir auch zeigen. Eine andere Karte können wir nicht mehr zeigen. Kommt noch was? Hat Green hier noch was verlauten lassen? Okay, er hat nicht das Billardzimmer. Warte mal. Bleib mal raus hier. Das kann ich auch rausnehmen. Das hier auch. So, damit ist unser Notizzettel wieder clean und gut geordnet. So. Green verdächtigt Ports mit der Rohrzange in der Bibliothek. Wir zeigen wieder mal die Bibliothek. Jetzt müsst ihr euch das mal merken, Leute. Hallo, was ist denn da los? Okay. Unser Zug. So, jetzt haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Aber, ja. Das meiste. Also Salon und Arbeitszimmer, da kommen wir momentan nicht ran. Das reicht nicht. Das Billardzimmer ist sehr verdächtig, ne? Sehr. Versuchen wir es noch einmal. Guti.
Der Green, da gibt es so wenig Hinweise, ne? Das kann doch nicht sein. Ich gehe dem jetzt so lange auf den Sack, auf Deutsch gesagt, bis ich eine Info kriege, ob Green das ist oder ob irgendjemand anders seine Karte hat. Die Waffe. Da rückt natürlich nach wie vor der Dolch hier ganz doll ins Auge, ne? Deshalb versuchen wir den nochmal. Und dann schauen wir mal, wie die Kollegen hier reagieren. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal 2 Kreuze. Das heißt, hier, es ist tatsächlich das Billardzimmer. Green meldet sich auch zu Wort. Er hat was. Was hat er? So. Er hat sich selber. Nee, warte, stopp. Gray hat ihn. So, Moment. Also, aber auf jeden Fall, diese Karte hat ein anderer Spieler. Es kann nicht Green sein. Der Dolch bleibt weiter offen. Scheinbar hat einer diesen Dolch, weil sonst hätte doch bitteschön irgendjemand mal gesagt, hallo, ich habe hier einen Dolch. Macht aber keiner. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, die Mandy plant noch, wohin es gehen soll. Mandy aka Gloria. Oh, schön, den Salon hatten wir noch nicht. Sehr gut. Ich meine, gut, wir wissen jetzt schon, es war das Billardzimmer, aber dann sind die abgelenkt und können ein bisschen spielen, während wir weiter die Beweise sammeln. Okay, hier haben wir einige Rückmeldungen, was sie nicht haben. Den Salon haben gleich 3 nicht. Green kann weiterhelfen. Hyazinth wird verdächtigt. Ja, er kann Hyazinth nicht haben. Den Dolch könnte er haben. Das wissen wir aber schon lange. Könnte er den Salon haben, ja. Leute, das macht mich fertig jetzt ohne Scheiß. Ich hab immer noch den Verdacht, dass das Green den Dolch hat. Oder es ist die Tatwaffe. Aber er hat ja schon so oft gesagt, dass es nicht hat. Naja. Ah. Oh, Mandy will jemanden beschuldigen? Moment, echt jetzt? Okay, ich bin gespannt. Das wäre jetzt ziemlich ins Blaue. Ist ein bisschen Risiko, aber sie könnte recht haben. Aber nein, es ist nicht Hyazinth. Okay. Die gute Dame wird durch eine KI ersetzt. Sie ist raus. Okay. Das war's für sie. Das war jetzt bitter, aber ich fand das jetzt auch ein bisschen zu früh für eine Anschuldigung. Weil die Waffen, das ist viel zu unklar. Also ganz offen, ich würde tippen, dass es Hyazinth mit dem Heizungsrohr, nicht mit dem Heizungsrohr, mit dem Dolch im Billardzimmer war. Aber das ist zu unsicher, viel zu unsicher. So, er hat Green, das wissen wir. Die Karte, es kann sein, dass er die jetzt nochmal gezeigt hat. Das Heizungsrohr, das haben wir, das kann er nicht haben. Das Speisezimmer, gut. Das, ja, könnte er haben, ja, kann sein. Leute, ich bin echt am Überlegen, ob ich versuche, diese Anschuldigung zu machen. Ich weiß es nicht. Also nicht Anschuldigung, sondern die Anklage. Ich habe so ein Bauchgefühl. Ich meine, dass meine Vermutung richtig ist. So, hier haben wir wieder Hyazinth. Diesmal mit dem Leuchter im Musikzimmer. So, jetzt gab es einige weitere Kreuze. So, das war schon klar. Bevor wir uns angucken, was Gloria hier zu bieten hat, will ich nur mal ganz kurz hier wieder aufräumen. Okay. Gloria, was hast du? Die Hyazinth hat sie nicht, das wissen wir.
Den Leuchter hat sie auch nicht. Das wissen wir ebenfalls. Sie hat das Musikzimmer gezeigt. Leider nichts Neues. So, man überlegt noch, wohin der Weg geht. Okay, sie hat sich entschieden. Sie will wieder ins Billardzimmer. Sie hat es bloß nicht mehr ganz geschafft. Leute, soll ich das probieren oder nicht? Soll ich die Anschuldigung probieren? Also wenn Gleit jetzt keine Anklage macht, ich weiß nicht. Also manchmal muss man so ein bisschen auf Bauchgefühl natürlich auch oder ein bisschen auf Glück hoffen. Gehört natürlich auch dazu. Aber nach dem, was ich hier sehe... Leute, was mache ich? Was soll ich machen? So, hier geht's weiter im Salon. Mit Mr. Green alias Glide. Hyazinth mit der Rohrzange im Salon. Ha. Orts kann helfen? Wie? Moment. Sie kann Hyazinth nicht haben, das ist ja klar. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Heizungsrohr haben wir. Das heißt, sie hat den... Hä? Moment. Moment. Bin ich jetzt hier völlig falsch gewickelt? Sie hat gesagt, sie hat Hyazinth nicht. Sie hat das Heizungsrohr nicht. Das haben wir. Dann muss doch das, was sie gezeigt hat, der Salon sein. Wieso haben wir da ein Kreuz? Leute, jetzt bin ich richtig verwirrt. Ich meine, gut, wir wissen ja schon, dass es der Salon nicht sein kann. Aber habe ich da irgendwas falsch eingetragen? Oh Mann. Oh Mann. Ach je, Leute. So, jetzt kommt die Frage. A, würden wir es ins Billardzimmer schaffen? Und wenn ja, ist meine Anschuldigung richtig? Leute, es zerreißt mich. Es brennt mir auf den Lippen. Ich will es raushauen. Und ich glaube, Leute, wir gehen das Risiko jetzt an. Wir gehen das Risiko ein. Wir beschuldigen Hyazinth. Wir nehmen den Dolch. Und jetzt schauen wir erstmal, wie die Kollegen reagieren. Und dann entscheide ich, was wir machen. Sie sagen alle, dass sie uns nicht helfen können, was normalerweise immer ein Hinweis ist. Er hat den Dolch. Verdammt. Er hat den Dolch. Nee. Ich gehe kaputt. Damit ist alles wieder offen. Nein. Nein. Also jetzt wird es tatsächlich richtig spannend. Es fehlt uns nur noch die Waffe. Wir brauchen eine aussagekräftige Beweiskette. Das heißt, mehrere Waffen, die wir ausschließen können. Aber es sind noch zu viele im Spiel. Wir haben noch den Leuchter, der ist möglich. Die Pistole, das Seil, die Rohrzange. Die wird hier jetzt auch gerade wieder als Verdacht ausgesprochen. Da soll nämlich die Ports zugeschlagen haben im Musikzimmer. So, Ports meldet sich auch gleich. Gray hat was ausgekreuzt. Warte mal. Was hat er ausgekreuzt? Moment. Musikzimmer. Rohrzange. Okay. Ja, ich habe jetzt ein bisschen lang gewartet. Aber man muss sich manchmal die Zeit nehmen, auch zu gucken, ne? So, also Ports. Kann sich selber nicht haben. Hat sie nicht. Die hat, die Rohrzange vielleicht. Und das Musikzimmer ist eigentlich egal, ne? Aber, hat sie auch nicht. Das heißt, ja. Das heißt, sie hat die Rohrzange. Zack. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gelegen. Warte mal. Ja. Ja, wir kommen der Sache näher. Also können wir hier schon mal Strich.
Gut, bleiben immer noch 3 Waffen übrig. Leuchter, Pistole und Seil. Das Seil ist doch gar nicht irgendwie hier so mit ins Spiel gekommen. Müsste man mal probieren. Ja, Musikzimmer immer wieder beliebt, aber wir wissen, das ist definitiv nicht der Tatort. Green mit der Pistole. Okay. Green hat hier auch schon was ausgeixt wieder. Warte mal. Pistole. Er hat nicht die Pistole. Gloria, was hast du? Green hat sie nicht, das wissen wir. Wir wissen auch, dass sie die Pistole nicht hat. Ja, das Musikzimmer. Sie hat wieder das Musikzimmer gezeigt. So kommen wir nicht weiter, Freunde. Man merkt schon an den immer länger werdenden Pausen der Mitspieler auch, die haben genau dieselbe Kopfnuss gerade wie ich zu knacken. Ich weiß nicht, wir können ja nicht sehen, was sie für Notizen haben. Das wäre ja auch nicht so günstig. Ich würde gerne Mäuschen spielen. Also, dass man so im Nachhinein sehen kann, was hatten die gehabt in der Partie? Wie sind die auf die Rückschlüsse gekommen? Das wäre mal ganz interessant. Okay. Hyazinth mit dem Leuchter im Speisezimmer. Oh, hier haben wir viele Kreuze. Leute, und hier ist der Verdacht bestätigt. Das heißt, Mist, nein, er wird's machen, oder? Nein. Verdammt, wieso hat das bei mir nicht geklappt? Ich denke, er liegt richtig. Wir waren zu langsam. Ja, natürlich, er hat recht, vollkommen recht. Ja, so kann es manchmal laufen. Ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Aber immerhin, wir haben einige Punkte abgeräumt. Durch Lösungskarten, die wir gefunden haben. Alles gut. Ist ein schöner Stand. Ne? Schön ausgeglichen, 1:1. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht seid ihr auch mal auf den Geschmack gekommen, mit mir zusammenzuspielen. Cluedo, beziehungsweise Clue, wie es im Englischen heißt. Meldet euch gerne mal. Über Steam könnt ihr mir auch gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Peroplays1435 ist die Adresse. Und gerne mal zocken, auch gerne offline. Also nicht im Stream unbedingt, wenn ihr das nicht wollt. Ansonsten, ja, im Stream ist auch ein bisschen unklug, weil da könnt ihr mir in die Karten schauen. Das ist ja auch nicht so gut, ne? Gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, ein Follow, ne? Also Daumen hoch, Glocke läuten und abonnieren natürlich, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal.